Nobody builds something that big underground just for fun. Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Antike Bauwerke und Artefakte sind mehr als nur Überbleibsel der Vergangenheit. Sie sind Fenster zu untergegangenen Zivilisationen und bieten Einblicke in deren Kultur, Glauben und Lebensweise. Doch einige Entdeckungen bleiben rätselhaft und geben Wissenschaftlern Rätsel auf und lassen Theorien offen. In diesem Video erforschen wir einige der rätselhaftesten antiken Strukturen, die sich einer Erklärung entziehen. Machen Sie sich bereit für eine Reise ins Unbekannte. Nan Madol. Tief im Pazifik, in der Nähe des mikronesischen Staates Pohnpei, liegt eines der rätselhaftesten archäologischen Geheimnisse der Erde, Nan Madol. Diese alte, verlassene Stadt, die auf einem Netz von 92 künstlichen Inseln erbaut wurde, gibt Historikern und Wissenschaftlern seit Jahrhunderten Rätsel auf. Die Stätte weist massive Basaltmegalithen, hoch aufragende Säulen und die Überreste großer Tempel auf, was darauf hindeutet, dass Nan Madol einst ein mächtiges religiöses und politisches Zentrum war. Die Insel Nan Duway war eine stark befestigte Festung, während Idehit den größten Tempel beherbergte, in dem heilige Rituale stattfanden. Aber wer hat diese erstaunliche Stadt gebaut und wann? Jahrelang schrieben Historiker den Bau der Anlage den Mikronesiern unter der Herrschaft der Sao-Dala-Dynastie zwischen dem 13. und 15. Die Forschungen des neuseeländischen Archäologen John Brown stellen diese Theorie jedoch in Frage. Brown zufolge wären für die Errichtung einer Stadt dieser Größenordnung mindestens 10.000 Arbeiter erforderlich gewesen, weit mehr als die damals bekannte Bevölkerung. Noch verwirrender ist, dass es auf den Inseln keine natürlichen Basaltvorkommen gibt, was die Frage aufwirft, woher die massiven Steine kamen und wie sie transportiert wurden. Die schockierendste Enthüllung liegt jedoch unter den Wellen. Geologische Studien deuten darauf hin, dass Teile von Nan Madol bereits vor etwa 12.000 Jahren überflutet wurden, obwohl es bereits vor diesem Ereignis Anzeichen für eine frühe Bebauung gab. Könnte dies bedeuten, dass die Stadt vor mehr als 12.000 Jahren erbaut wurde? Lange bevor es die Sao-Dala-Dynastie gab? Wenn ja, hat eine unbekannte, fortschrittliche Zivilisation diese Strukturen geschaffen, die dann von späteren Herrschern umfunktioniert wurden? Nan Madol bleibt ein Rätsel. Seine Ursprünge sind geheimnisumwittert. War es das Werk der Mikronesier oder die Überreste einer verlorenen Zivilisation, die viel älter ist, als wir uns vorstellen können? Die Antworten liegen vielleicht noch unter den Gezeiten verborgen und warten darauf, entdeckt zu werden. Riesige Fußabdrücke. Im Nordwesten Syriens, nahe der Grenze zur Türkei, liegen die Ruinen eines antiken Tempels, der als Ain Dara bekannt ist. Die archäologischen Ausgrabungen an dieser Stätte begannen 1955 und brachten zunächst eine Löwenskulptur aus Basalt ans Tageslicht. 5 Jahre später stießen die Forscher auf etwas, das sie schockierte: gigantische Fußabdrücke. Die Entdeckung erregte großes Aufsehen und lockte Antiquitätenexperten aus aller Welt in die Region Aleppo. Wie sich herausstellte, waren die Fußabdrücke den Anwohnern schon lange bekannt, da sie glaubten, dass sie von Göttern hinterlassen wurden, die herabgestiegen waren, um beim Bau des Tempels zu helfen. Andere meinten, sie gehörten zu Riesen, die einst in dieser Gegend lebten. Diese Erklärung stellte die Wissenschaftler natürlich nicht zufrieden, und sie begannen mit ihren eigenen Untersuchungen. Die Fußabdrücke sind in der Tat beeindruckend groß und messen 120 Zentimeter in der Länge und etwa 80 Zentimeter in der Breite. Die Forscher vermuten, dass die Fußabdrücke das Ergebnis natürlicher Prozesse wie Bodenerosion oder der Einwirkung von Wasser und Wind sind. Diese Theorie erklärt jedoch nicht ihre Symmetrie und ihre klar definierten Konturen. Verschwörungstheoretiker argumentieren, dass diese Fußabdrücke ein direkter Beweis für die Existenz riesiger humanoider Wesen in der Antike sind. Einige spekulieren, dass sie von Gigantopithecus stammen könnten, einem alten großen Hominiden, der in dieser Region gelebt haben soll. Trotz umfangreicher Forschungen bleibt die genaue Herkunft der Fußabdrücke ein Rätsel. Nichtsdestotrotz zieht die Stätte nach wie vor Touristen an, die dieses Wunder aus erster Hand sehen wollen. Mysteriöse Black Boxes. Saqqara ist eine antike Nekropole in der Nähe von Memphis, der Hauptstadt des alten Ägyptens. Sie beherbergt 11 königliche Pyramiden, darunter die Steppenpyramide des Djoser, die während der 3-Dynastie errichtet wurde. Die Pyramiden dienten als Grabstätten für Pharaonen ab der 4.
Dynasty, darunter Teti und Pepituro. Ausgrabungen in Saqqara haben immer wieder erstaunliche Entdeckungen zutage gefördert, von denen einige bis heute unerklärlich sind. Eine dieser Entdeckungen wurde 1851 während einer Expedition unter der Leitung des bekannten französischen Ägyptologen Auguste Mariette gemacht. Bei der Untersuchung des Gebiets in der Nähe der Djoser-Pyramide entdeckte Mariette die Grabkatakomben der heiligen Apis-Stiere. Im Inneren des Heiligtums fand er ein Tunnelnetz von etwa 7 Kilometern Länge und 24 schwarze Granitboxen. Mariette war von der Kunstfertigkeit dieser Kisten beeindruckt. Die Wände waren perfekt eingepasst und die Oberflächen sowohl innen als auch außen perfekt poliert. Angesichts der zahlreichen Tierknochen, die in der Nekropole gefunden wurden, stellte Mariette die Hypothese auf, dass es sich bei den Granitkisten um rituelle Gegenstände handelte, die zur Aufbewahrung der Überreste der Stiere dienten. Einige Experten sind jedoch der Meinung, dass die Kunstfertigkeit, die zur Herstellung dieser Kisten erforderlich war, die Fähigkeiten der alten Ägypter überstieg. Der Autor und Ufologe Erich von Däniken schlug vor, dass die Sarkophage von außerirdischen Wesen hergestellt und zur Gefangennahme von Monstern verwendet wurden. Auch wenn diese Theorie weithin verworfen wird, verdeutlicht sie doch das anhaltende Rätsel um diese Artefakte. Es gibt zahlreiche Theorien über den Zweck der schwarzen Granitkisten, aber keine davon konnte schlüssig bewiesen werden. Somit bleibt diese Entdeckung einer der rätselhaftesten Funde in der Geschichte Ägyptens. Moray, Peru. Etwa 50 Kilometer nordwestlich der alten Inka-Stadt Cusco, in der Nähe des Dorfes Maras, liegt einer der geheimnisvollsten und atemberaubendsten Orte Perus, bekannt als Moray. Die Moray-Terrassen, auch kreisförmige landwirtschaftliche Terrassen genannt, bestehen aus riesigen schalenförmigen Vertiefungen, die mit konzentrischen Terrassen gefüllt sind. Oben ähneln sie Amphitheatern, aber sie dienen ganz anderen Zwecken. Die Terrassen von Moray wurden von den Inkas um 1532 n. Chris erbaut. Nach dem Untergang des Reiches durch die Konquistadoren wurde die Stätte verlassen und geriet in Vergessenheit, bis sie 1932 von einer Expedition unter der Leitung von Shippey und Johnson wiederentdeckt wurde. Seitdem haben Gelehrte über den Zweck dieser Strukturen debattiert. Die am weitesten verbreitete Theorie besagt, dass die Terrassen als landwirtschaftliches Forschungslabor für Inka-Wissenschaftler dienten. Hier experimentierten sie mit verschiedenen Nutzpflanzen, um herauszufinden, welche sich am besten für den Anbau in der gesamten Andenregion eignen. Eines der bemerkenswertesten Merkmale der Moray-Terrassen ist der Temperaturunterschied von bis zu 15 Grad zwischen den oberen und unteren Ebenen. Dadurch entstanden Mikroklimata, die die Terrassen zu modernen Gewächshäusern machten. Die Moray-Terrassen sind auch wegen der Vielfalt der aus verschiedenen Teilen des Inka-Reiches eingebrachten Kälte bemerkenswert. Jede Mittelterrasse enthält Erde aus einer bestimmten Region, was die Idee der landwirtschaftlichen Experimente unterstützt. Die Kombination aus Temperaturunterschieden und unterschiedlichen Böden ermöglichte es den Inkas, die Auswirkungen des Klimas auf die Ernteerträge zu untersuchen und eine Landwirtschaft zu entwickeln, die an die verschiedenen Geländeformen angepasst war. Ein weiteres Rätsel ist das ausgeklügelte Drainagesystem, das selbst bei starken Regenfällen verhindert, dass sich das Wasser in den unteren Stockwerken staut. Dies deutet darauf hin, dass es entweder unterirdische Kanäle oder poröses Gestein gab, das Wasser absorbieren konnte. Trotz ihres Alters bleiben die Moray-Terrassen eine der außergewöhnlichsten Errungenschaften der Inka. Die Ruinen der Festung Sacsayhuaman. Die Festung Sacsayhuaman ist eines der rätselhaftesten Wahrzeichen der Inka-Zeit. Sie befindet sich in der Nähe der antiken Stadt Cusco in Peru und liegt auf einer Höhe von etwa 3500 Metern über dem Meeresspiegel. Eines der größten Geheimnisse von Sacsayhuaman liegt in den riesigen Steinen, die für seinen Bau verwendet wurden. Einige dieser Steine wiegen bis zu 300 Tonnen und es ist nach wie vor unbekannt, wie die Inkas ohne moderne Technik solch massive Felsbrocken hätten bewegen und formen können. Außerdem sind die Steine so präzise aufeinander abgestimmt, dass nicht einmal ein dünnes Blatt Papier dazwischen passt. Und beim Bau wurde kein Mörtel verwendet. Ein weiteres faszinierendes Merkmal der Festung sind die im Zickzack verlaufenden Mauern, von denen man annimmt, dass sie mit den fortgeschrittenen astronomischen Kenntnissen der Inka gebaut wurden. Einige Forscher gehen davon aus, dass die Anordnung der Mauern auf Himmelsereignisse, insbesondere Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen, abgestimmt ist.
Diese Tatsachen lassen darauf schließen, dass die Inkas über umfassende Kenntnisse in Astronomie und Technik verfügten. Der genaue Zweck vieler Strukturen innerhalb der Festung bleibt unklar. Bis heute glauben die Einheimischen, dass die Stätte spirituelle Kräfte besitzt und ein Ort der Energie ist. Historische Daten deuten darauf hin, dass die Festung zwischen 1438 und 1508 n. Chris erbaut wurde. Aber einige Historiker sind der Meinung, dass Sacsayhuaman schon viel früher errichtet worden sein könnte. Verschwörungstheoretiker behaupten sogar, dass außerirdische Wesen den Inkas beim Bau geholfen haben. Eine Vorstellung, die dadurch genährt wird, dass man sich nur schwer vorstellen kann, wie die massiven Steine transportiert und von Hand perfekt zusammengesetzt wurden. Borobudur. Der Borobudur-Tempelkomplex befindet sich in Zentraljava, Indonesien. Er wurde im 9. Jahrhundert n. Chris. während der Herrschaft der Sailendra-Dynastie erbaut, als der Buddhismus die Hauptreligion auf der Insel Java war. Obwohl Borobudur schon über 1200 Jahre alt ist, erstaunt es die Besucher immer noch mit seiner Größe und Schönheit. Borobudur wurde aus 2 Millionen Steinblöcken in Form einer riesigen Stupa errichtet, die als Mandala mit 8 Ebenen angelegt ist. 5 dieser Ebenen sind quadratisch, die oberen 3 sind rund. Nach dem Buddhismus steht jede Ebene für eine Stufe der spirituellen Entwicklung. Die erste Stufe symbolisiert die Welt der körperlichen Begierden. Die nächsten 4 stellen den Kampf um die Überwindung dieser Begierden dar. Die obersten 3 Stufen stehen für die Annäherung an das Nirvana. Und der zentrale Stupa ganz oben repräsentiert die Erreichung des Nirvana. Der Stupa steht auf einem quadratischen Sockel von 118 mal 118 Metern. Die Wände der Ränge sind mit 1460 Flachreliefs geschmückt, die Szenen aus dem Leben Buddhas und religiösen Epen darstellen. Auf dem Gipfel des Tempels befinden sich 504 Buddha-Statuen. Im Laufe seiner Geschichte war der Borobudur zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. Die erste ereignete sich in Taron 6, als ein katastrophaler Ausbruch des Mount Merapi den Tempel unter Vulkanasche begrub und ihn für Jahrhunderte in Vergessenheit geraten ließ. Im Jahr 1814, während des Englisch-Niederländischen Krieges, wurde Borobudur von den Niederländern wiederentdeckt, was zu seiner Wiederbelebung führte. Im Jahr 1882 gab es jedoch Vorschläge, das Bauwerk vollständig abzureißen und einige der Statuen in Museen zu überführen. Glücklicherweise gelang es den Buddhisten, den Stupa zu erhalten. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Borobudur durch Erdbeben und Bombenangriffe beschädigt. Dennoch glauben die Gläubigen, dass der göttliche Geist von Esit dem Tempel ewiges Leben verliehen hat. Heute gehört diese einzigartige Stätte zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist im Guinness-Buch der Rekorde als der größte archäologische buddhistische Tempel der Welt eingetragen. Der königliche Kurgan, Krim. Die Krim ist berühmt für ihre zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten. Aber die vielleicht geheimnisvollste von ihnen ist der königliche Kurgan in der Stadt Kertsch. Der Kurgan wurde aus Kalksteinblöcken erbaut, die in mühevoller Kleinarbeit und ohne Mörtel zu einem monolithischen Bauwerk zusammengefügt wurden. Der Korridor wurde so angelegt, dass er eine optische Täuschung erzeugt. Aus der Ferne erscheint die Grabkammer nah, doch je näher man kommt, desto größer wird die gefühlte Entfernung zum Ausgang. Dieser ungewöhnliche Effekt wurde durch die unterschiedliche Breite der Wände erreicht. Die Grabkammer selbst ist ebenso beeindruckend. Sie ist 9 Meter hoch und verjüngt sich zur Decke hin. Ein Design, das wahrscheinlich von dem Glauben beeinflusst wurde, dass die Seele, die nach oben steigt, gereinigt wird und allmählich die Ewigkeit erreicht. Der königliche Kurgan wurde erstmals 1858 entdeckt. Damals wussten die Forscher noch nichts über den Zweck der Anlage. Um seine Geheimnisse zu lüften, begannen umfangreiche Ausgrabungen an der Stätte, die bis heute andauern. Im Laufe der Jahre haben Archäologen zahlreiche Artefakte der alten Könige gefunden, darunter Goldschmuck, Waffen, Keramiken und andere Gegenstände. Eines der größten Geheimnisse des königlichen Kurgan ist seine Grabkammer. Die Gelehrten wissen immer noch nicht, für wen sie bestimmt war. Aber es wird spekuliert, dass sie entweder für König Lukan I des bosporanischen Königreichs oder für seinen Sohn, König Parasites, bestimmt gewesen sein könnte. Es wird vermutet, dass ein Teil der Grabkammer geplündert worden sein könnte, was erklären würde, warum keine königlichen Überreste gefunden worden sind. Sollte dies jedoch der Fall sein, bleibt unklar.
warum viele Schätze unangetastet geblieben sind. Der königliche Kurgan stammt aus dem 4. Jahrhundertvieh Kurs und ist Teil eines Grabkomplexes, der für einen der mächtigen Herrscher jener Zeit errichtet wurde. Er befindet sich an dem Ort, der einst als Pantikapäum bekannt war, der Hauptstadt des Bosporanischen Königreichs, einem bedeutenden Handels- und Kulturzentrum, dessen Herrscher ein bleibendes Erbe hinterließen. Der königliche Kurgan auf der Krim ist nicht nur eine bedeutende archäologische Stätte, sondern auch ein Denkmal für die kulturellen und technischen Errungenschaften der Antike. Seine Geheimnisse fesseln nach wie vor Gelehrte und ziehen Touristen aus aller Welt an. Kirche des Heiligen Georg, Äthiopien. Die Kirche des Heiligen Georgs liegt im Herzen der äthiopischen Stadt Lalibela. Sie ist eine von 11 alten monolithischen Kirchen in der Stadt. St. Georgs Kirche ist nicht nur ein Ort der Anbetung, sondern auch ein einzigartiges architektonisches Wunderwerk, das aus Stein gehauen wurde und von Legenden und Geheimnissen umgeben ist. Das erste auffällige Merkmal dieser Kirche ist ihre Form. Von oben betrachtet ist sie eindeutig in Form eines Kreuzes gebaut. Das Kreuz ist 12 mal 12 Meter groß und die Kirche ist ebenfalls 12 Meter hoch. Der umgebende Graben misst 25 mal 25 Meter. Die Wände der Kirche sind mit Gesimsen verziert und das flache Dach ist mit einem kreuzförmigen Ornament versehen. Ein weiterer erstaunlicher Aspekt der Kirche ist die Art und Weise, wie sie gebaut wurde. Der Bau der St. Georgs Kirche begann im 12. Jahrhundert im Auftrag von König Lalibela, der davon träumte, ein neues Jerusalem zu schaffen. Die Legende besagt, dass der König die Kirche aus Dankbarkeit für seine Heilung von einer schweren Krankheit in Auftrag gab. Sie musste jedoch vollständig aus einer einzigen, massiven Masse aus rotem vulkanischem Tuffstein herausgearbeitet werden. Der Bau dauerte über 20 Jahre. Die Kirche ist Teil des umliegenden Felsens. Ihr Dach liegt auf der Erdoberfläche. Der Zugang zum Inneren ist nur durch einen speziell in den Fels gehauenen Tunnel möglich. Aber es ist nicht nur die Architektur, die diese Kirche außergewöhnlich und geheimnisvoll macht. Die Anwohner erzählen zahlreiche Legenden über Wunder, die sich hier ereignet haben. Eine Legende besagt, dass die Arbeiter während der Bauarbeiten auf unterirdisches Wasser stießen, das die Kirche zu überfluten drohte. König Lalibela betete zum Heiligen Georg, und wie durch ein Wunder zog sich das Wasser zurück, sodass die Kirche unversehrt blieb. Eine andere Legende besagt, dass die Kirche in der Antike wiederholt im Wasser versenkt wurde, aber immer unversehrt wieder aufgetaucht ist. Zu Ehren dieser Legende veranstalten die Einheimischen jedes Jahr am St. Georgstag eine Zeremonie, bei der die Kirche im Wasser versinkt und dann wieder auftaucht. Die Kirche des Heiligen Georg in Lalibela gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und zieht Tausende von Touristen und Pilgern aus aller Welt an. Besucher aus allen Teilen der Welt kommen, um dieses Wunderwerk zu sehen und seine mystische und heilige Atmosphäre zu erleben. Sterne und antike Bauwerke. Für die Menschen der Antike waren die Sterne und die Sonne mehr als nur Himmelsobjekte. Sie spielten eine entscheidende Rolle bei der Errichtung von Bauwerken. Die Architekten jener Epochen verliehen ihren großen Bauwerken eine tiefe symbolische Bedeutung, indem sie ihre Architektur mit himmlischen Phänomenen verbanden. Jede Konstellation und jeder Stern hatte seine Bedeutung und konnte als Leitfaden für den Bau von Tempeln und Pyramiden dienen. Die großen Pyramiden von Gizeh beispielsweise sind nicht nur mit bemerkenswerter Präzision nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet, sondern spiegeln auch die Anordnung der Sterne im Sternbild Orion wider. Interessanterweise wurde diese Tatsache erst in der Neuzeit durch fortgeschrittene Forschung entdeckt. Eine weitere Zivilisation, die für ihre symbolischen Strukturen bekannt war, waren die Maya. Der Tempel von Chichen Itza, bekannt als El Castillo, wurde so konzipiert, dass bei den Tag- und Nachtgleichen das Sonnenlicht ein schlangenförmiges Relief auf den Stufen der Pyramide beleuchtet und die Illusion einer Schlange erzeugt, die die Treppe hinunterschlängelt. Dieses Bauwerk verblüfft nicht nur durch sein majestätisches Aussehen, sondern auch durch die beeindruckenden astronomischen Kenntnisse der Maya. Auch die Inka-Zivilisation achtete beim Bau ihrer Städte und Tempel auf die Sterne und die Sonne. Machu Picchu zum Beispiel wurde in Übereinstimmung mit astronomischen Ereignissen gebaut. Seine Hauptgebäude und Terrassen sind nach den Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen ausgerichtet, sodass die Inkas bedeutende Feste und Rituale feiern konnten, die mit den natürlichen Zyklen verbunden waren. Es gibt zahllose Beispiele für solche antiken Strukturen, die beweisen,
welch wichtige Rolle Himmelsobjekte für die alten Zivilisationen spielten. Sterne und die Sonne verleihen diesen Bauwerken eine tiefe philosophische und spirituelle Bedeutung. Kreis Goseck, Deutschland. In der Nähe der Gemeinde Goseck in Deutschland liegt eine der rätselhaftesten Strukturen des Landes, der sogenannte Goseck-Kreis. Der Goseck-Kreis wurde 1991 entdeckt, als Forscher, die die örtlichen Felder von einem Flugzeug aus untersuchten, eine merkwürdige kreisförmige Formation bemerkten. Damals ahnten sie noch nicht, dass es sich um ein uraltes Bauwerk handelte, das jahrtausendelang verborgen geblieben war. Im Jahr 2002 wurde eine Expedition unter der Leitung von François Bertheim und Peter Biel organisiert, um den Goseck-Kreis zu untersuchen. Es stellte sich heraus, dass die Struktur komplexer war, als sie schien. Sie bestand aus mehreren konzentrischen Gräben mit einem Durchmesser von 75 Metern und 2 Holzpalisaden, die massive, nach Südosten, Südwesten und Norden ausgerichtete Tore bildeten. Höchstwahrscheinlich war sie Teil eines größeren Komplexes. Aber was war ihr Zweck? Als die Forscher entdeckten, dass der Goseck-Kreis um 4900 Kurs erbaut wurde, wuchs ihr Interesse an dieser Stätte noch mehr. Sie machten sich daran, die Funktion des Komplexes zu bestimmen. Bei ihrer Untersuchung stellten sie eine erstaunliche Besonderheit fest. Wenn man zur Wintersonnenwende in der Mitte des Kreises steht, kann man den Sonnenaufgang durch das Südosttor und den Sonnenuntergang durch das Südwesttor beobachten. Diese Beobachtung führte zu der Hypothese, dass die Menschen der Antike diesen Ort nutzten, um die Mondzyklen zu verfolgen und Kalender zu erstellen. Mit anderen Worten, es war ein primitives Observatorium. Doch das Rätsel geht noch weiter. Archäologen fanden in der Anlage Knochen von Menschen und Tieren sowie Reste von Zahnrädern. Welche Ereignisse fanden hier statt? Warum wurde der Kreis verlassen? Könnte er als ritueller Altar gedient haben? Leider bleiben diese Fragen unbeantwortet. Longyu Höhle, China. Jahrhundertelang glaubten die Bewohner des Kreises Longyu in der chinesischen Provinz Zhejiang an eine Legende, wonach einer der örtlichen Seen keinen Grund habe. Im Jahr 1992 beschlossen sie, diese Behauptung zu überprüfen. Mit Hilfe einer Pumpe legten sie den See trocken und entdeckten seltsame Vertiefungen, die an Grotten erinnerten. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass sich unter dem See ein Höhlenkomplex befindet, der aus 24 separaten, nicht miteinander verbundenen Kammern besteht. Diese Höhlen wurden um 220 Kurs von Hand in den Schluffstein gemeißelt. Die durchschnittliche Fläche jeder Kammer beträgt mehr als 1000 Quadratmeter und die Decken sind bis zu 30 Meter hoch. Die Gesamtfläche aller Höhlen beträgt über 30.000 Quadratmeter. Diese Entdeckung versetzte die Forscher in Erstaunen, da die Herstellung von Höhlen dieser Größe in der Antike fast unmöglich schien. Eines der Geheimnisse der Longyu-Höhlen ist das völlige Fehlen historischer Aufzeichnungen über sie, trotz des immensen Aufwands und der Ressourcen, die für ihren Bau erforderlich waren. Außerdem wurden bei näherer Betrachtung dünne Rillen an den Wänden und Decken entdeckt, die an die Spuren von Baumaschinen erinnern. Diese rätselhaften Merkmale haben zu Spekulationen geführt, dass die Qin-Dynastie diese Höhlen im Geheimen mit Hilfe von Außerirdischen gebaut hat. Diese Theorie mag zwar bizarr klingen, aber es gibt keine anderen Erklärungen dafür. Wie die alten chinesischen Arbeiter solche massiven Höhlen von Hand gegraben haben könnten oder warum die verdächtigen Rillen existieren. Die Wissenschaftler verwarfen die Hypothese der Außerirdischen und vermuteten, dass eine große Zahl von Arbeitern an der Konstruktion beteiligt war, die diese Leistung möglich machte. Sie glauben auch, dass die Spuren an den Wänden und Decken durch Verwitterung und Temperaturschwankungen im Laufe der Zeit entstanden sein könnten. Heute können Touristen 5 der Höhlen besichtigen. Neben Führungen finden in den Höhlen dank ihrer hervorragenden Akustik auch kulturelle Veranstaltungen statt, darunter Musikkonzerte. Yonaguni-Denkmal, Japan. Sie haben wahrscheinlich schon von Atlantis gehört. Seine Existenz ist nach wie vor umstritten, da bisher keine Beweise gefunden wurden. Doch 1986 entdeckte ein japanischer Taucher namens Aratake in der Nähe der Insel Yonaguni ein seltsames Bauwerk. Dieses Objekt mit dem Namen Yonaguni Monument ähnelt einer mehrstöckigen, über 42 Meter hohen Pyramide. Aratake war erstaunt, gerade rechteckige Terrassen und Vorsprünge zu sehen, woraus er schloss, dass es sich um ein von Menschenhand geschaffenes Bauwerk handelte. Obwohl sich die Nachricht von dieser Entdeckung weltweit verbreitete,
begannen detaillierte Untersuchungen des mysteriösen Objekts erst 1997, als 2 Expeditionen zu seiner Erforschung organisiert wurden. Die erste Expedition wurde von dem japanischen Industriellen Yasuo Watanabe, gesponsert und von dem Experten für alte Geschichte Graham Hancock geleitet. Nach der Untersuchung der Stätte kam das Team zu dem Schluss, dass es sich bei dem Monument um eine natürliche Formation handelte, die durch das Brechen von Sandstein entlang flacher Ebenen entstanden war. Dieses Verfahren erklärt die geraden Linien und scharfen Winkel. Hancock räumte jedoch ein, dass es auch 2 Anzeichen für einen manuellen Eingriff gab. Die zweite Expedition wurde von dem Meeresgeologen und Seismologen Masaaki Kimura geleitet, der sich rund 10 Jahre lang mit seiner Forschung beschäftigte. Bei seiner Untersuchung des Monuments entdeckte Kimura mehrere Artefakte, darunter Steine mit verschiedenen Symbolen, primitive Steinschaber und ein Fledermausrelief, das ein stierähnliches Tier darstellt. Diese Funde führten ihn zu der Überzeugung, dass das Yonaguni-Denkmal von Menschenhand geschaffen wurde. Kimura zufolge ist es Teil einer riesigen Stadt einer alten Zivilisation, die unter Wasser lag. Das Alter des Monuments wird auf etwa 16.000 Jahre geschätzt. Ein Datum, das durch die Untersuchung von Stalaktiten in einer nahegelegenen Unterwasserhöhle ermittelt wurde, die vor der Überflutung des Gebiets entstanden. Der wahre Ursprung des Monuments bleibt jedoch ein Rätsel. Einige glauben, dass es von Außerirdischen erbaut wurde, während andere davon überzeugt sind, dass es sich um die Ruinen von Atlantis handelt. Die Wissenschaft verwirft solche Theorien und stuft das Yonaguni-Monument als natürliche Terrassenformation ein. Moai, Osterinsel. Auf der Osterinsel, die auf chilenischem Gebiet liegt, gibt es eine erstaunliche Attraktion, die Tausende von Touristen aus der ganzen Welt anzieht, die Moai. Das sind riesige monolithische Statuen, die menschliche Figuren darstellen. Die meisten von ihnen sind aus Andesit-Basalt gehauen, der in der Nähe des Vulkans Rano Raraku gewonnen wurde. Die Statuen sind durchschnittlich 5 Meter hoch und wiegen teilweise bis zu 20 Tonnen. Insgesamt gibt es 887 solcher Skulpturen auf der Osterinsel. Es wird angenommen, dass die Moai von den Ureinwohnern der Insel, den Rapa Nui, zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert nach Christus geschaffen wurden. Sie wurden nur mit Steinwerkzeugen und unter Einsatz zahlreicher Arbeiter hergestellt. Diese Tatsache ist sowohl ehrfurchtgebietend als auch rätselhaft, denn das Gewicht dieser Statuen, von denen einige mehrere Dutzend Tonnen wiegen, macht ihren Transport über die Insel zu einem Rätsel. Die Ureinwohner der Osterinsel betrachten die Moai immer noch als heilige Statuen. Lokalen Legenden zufolge beherbergen die Statuen die Geister der Vorfahren, die übernatürliche Kräfte besitzen. Wenn ein Mitglied der Gemeinschaft verstarb, schnitzten seine Verwandten einen Moai, und die Seele des Verstorbenen bewohnte die Statue und verlieh ihr Kraft. Moai sind überall auf der Osterinsel zu finden, oft gruppiert auf zeremoniellen Plattformen. Diese Plattformen werden von den Einheimischen als Portale zum Jenseits angesehen. Zu den berühmtesten Moai-Stätten gehören Ahu Tongariki, die größte Gruppe von 15 Statuen, und Ahu Akivi, bestehend aus 7 dem Meer zugewandten Statuen, von denen jede etwa 18 Tonnen wiegt. Der Rapa Nui Nationalpark, in dem sich alle Moai-Statuen befinden, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wissenschaftler untersuchen weiterhin, wie es den Rapa Nui gelang, die riesigen Monolithen über die Insel zu transportieren. Masudas Steinschiff, Japan. In einem Wald in der Nähe des japanischen Dorfes Asuka in der Präfektur Nara liegt ein ungewöhnliches Objekt, das vor Ort als Masudas Steinschiff bekannt ist. Sein Ursprung ist unbekannt, aber die Einheimischen sagen, dass es schon lange vor der Gründung des Dorfes existierte. Masudas Steinschiff ist ein massiver Granitmonolith mit einem Gewicht von etwa 700 Tonnen. Sein Name leitet sich von seiner Form ab, die an ein umgestürztes Boot erinnert. Interessanterweise befand sich in der Nähe des Monolithen einst ein See, der Masuda-See, obwohl es sich bei dem Bauwerk eindeutig nicht um ein Schiff gehandelt haben kann. Die Wissenschaftler rätseln seit langem über den Zweck des Monolithen. Derzeit gibt es 2 Haupttheorien. Die erste besagt, dass es sich um ein Grabmonument handelt, obwohl seine Form für Japan untypisch ist. Es wurden jedoch keine Beweise oder gar Legenden gefunden, die darauf hinweisen, wer dort begraben sein könnte. Die zweite Theorie besagt, dass es sich bei Masudas Steinschiff um ein altes astronomisches Instrument handelt. Dafür spricht, dass die Kammlinie auf dem Hügel,
auf dem sich der Monolith befindet, parallel zur Asuka-Bergkette verläuft und mit dem Sonnenuntergang an einem Tag zusammenfällt, der den Beginn des japanischen Agrarkalenders markiert. Leider konnte keine der beiden Theorien bewiesen werden, sodass das Rätsel um das Masuda-Steinschiff ungelöst bleibt. Pumapunku, Bolivien. Pumapunku ist eine der einzigartigsten und geheimnisvollsten archäologischen Stätten aus der präkolumbianischen Zeit. Sie befindet sich in den bolivianischen Anden und wird aufgrund ihrer erstaunlichen Architektur manchmal auch als Puzzle der Götter bezeichnet. Pumapunku ist bekannt für seine außergewöhnliche Komplexität. Die präzise geschnittenen Steinblöcke und Türöffnungen passen mit einer solchen Genauigkeit zusammen, dass moderne Baumeister nur staunen können. Außerdem sind auf den Steinen keine Meißelspuren zu sehen, was das Rätsel um ihre Herkunft noch weiter vertieft. Es wird angenommen, dass die Inkas diese megalithische Struktur in den 1470er Jahren entdeckten, als sie ihr Territorium ausdehnten. Die Inkas waren von diesem Ort so beeindruckt, dass sie ihn zu dem Ort erklärten, an dem die Gottheit Viracocha die ersten Menschen, die Vorfahren aller Menschen, erschuf. Wer Pumapunku ursprünglich erbaut hat und wann, bleibt jedoch unbekannt. Wissenschaftler haben Pumapunku jahrzehntelang erforscht, aber seine Geheimnisse bleiben schwer zu entschlüsseln. Selbst die Ergebnisse der Radiokarbondatierung variieren stark. Einige Studien deuten darauf hin, dass die Anlage zwischen 500 und 600 N. Chris erbaut wurde. Andere wiederum gehen davon aus, dass sie bis zu 17.000 Jahre alt sein könnte, eine wahrhaft erstaunliche Möglichkeit. Eines der bemerkenswertesten Merkmale von Pumapunku ist sein Bewässerungssystem sowie die sorgfältig ausgearbeiteten Löcher und Kanäle in einigen Steinblöcken zur Wasserableitung. Diese Elemente übertreffen die Handwerkskunst der Inkas und anderer bekannter Zivilisationen in der Region. Auch der Zweck dieses megalithischen Bauwerks bleibt unklar, was seine Faszination noch erhöht. Pumapunku ist nach wie vor eines der größten Rätsel der Antike. Der Amazonas ist bekannt für seine undurchdringlichen Wälder, die nicht nur neue Tier- und Pflanzenarten beherbergen, sondern auch uralte Bauwerke, deren Zweck ein Rätsel bleibt. Ein mysteriöses Bauwerk im Amazonas. Im Jahr 2024 stießen Forscher tief in den unerforschten Weiten des Amazonas-Regenwaldes auf eine atemberaubende Offenbarung, ein uraltes Bauwerk, wie es noch nie zuvor gesehen wurde. In Form eines länglichen Halbkreises ragte es aus dem dichten Dschungel hervor, als wäre es aus einem einzigen kolossalen Stein gemeißelt, dessen verwitterte Oberfläche von dichtem Moos und verschlungenen Ranken bedeckt war. Trotz ihres Alters hatte die Stätte eine gespenstische Aura der Bedeutung. Die geschwungenen Wände und die miteinander verbundenen Abteilungen deuteten auf eine lange, verschollene Nekropole hin. Doch es waren keine menschlichen Überreste gefunden worden. Könnte es sich um eine heilige Begräbnisstätte oder um etwas viel Rätselhafteres handeln? Örtliche indigene Gemeinschaften sprachen, wenn sie angesprochen wurden, mit Ehrfurcht von dem Bauwerk. Ihren Legenden zufolge war es die letzte Ruhestätte für Schamanen, spirituelle Führer, die nach ihrem Tod die Sterblichkeit überwanden und zu Gottheiten wurden. Aber wer hat dieses außergewöhnliche Monument erbaut und wie lange steht es schon in stillem Trotz gegen die Zeit? Die Antworten waren nicht sofort klar. In den Tiefen des Halbkreises fanden die Forscher verschlungene Schnitzereien und kryptische Symbole, die in den Stein geätzt waren. Einige davon wiesen verblüffende Ähnlichkeiten mit Himmelskonstellationen auf und warfen spannende Fragen auf. War diese Stätte mit den Sternen verbunden? Hatte eine uralte Zivilisation sie mit kosmischen Phänomenen in Einklang gebracht und ihr Wissen in das Gestein selbst eingebettet? Dieser erstaunliche Fund hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Flut von Spekulationen ausgelöst, da seine Geheimnisse noch immer unter Schichten von Geschichte und Mythos verborgen sind. Aber eines ist sicher: Dieses mysteriöse Bauwerk birgt eine Geschichte, die noch erzählt werden muss. Und mit fortgesetzter Erforschung können wir vielleicht eines Tages seine verborgene Vergangenheit enträtseln. Und damit ist unsere heutige Reise ins Unbekannte beendet. Wenn Sie diese Entdeckung genauso faszinierend fanden wie wir, vergessen Sie nicht, die Seite zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, um über weitere unglaubliche Geheimnisse informiert zu werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.